Was hat ein ehemaliger Grenzsoldat der DDR mit der heutigen Weltpolitik zu tun? In unserem neuesten Video decken wir auf, wie eine kontroverse Debatte um den Weltfriedenstag und die Ukraine-Krise aufgeworfen wurde und welche brisanten Enthüllungen dabei ans Licht kamen. Wie kann jemand, der früher auf Flüchtlinge schoss, jetzt als Friedensstifter auftreten? Erlebe, wie überraschende Argumente und doppelte Standards die politische Diskussion prägen und finde heraus, ob es wirklich noch einen Weg zum Frieden gibt. Schau jetzt rein und lass dich überraschen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, Hohes Haus. Ein Grenzsoldat der DDR bringt also eine Debatte zur Würdigung des 1. September als Antikriegs- und Weltfriedenstag in den Landtag von Sachsen-Anhalt ein. Ein Mann, der im Zweifel auf Menschen geschossen hätte, die aus der DDR in Freiheit fliehen wollen. Klingt komisch, ist aber so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Kern ist der heute noch in der BRD bekannte Antikriegs- und Weltfriedenstag ein kommunistischer, sozialistischer Erinnerungstag, der über die Wiedervereinigung von 1990 gerettet wurde. Aktuelle, moderne Konflikte und Kriege müssen jeweils dann betrachtet werden, wenn sie geschehen. Und inwiefern diese Debatte hier Sinn macht, aufgrund der Tatsache, dass außer der AfD in ihren Parteien Kriegsbefürworter und Kriegstreiber sitzen, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Ich fange mal mit einem Sebastian Striegel-Zitat an von den Grünen. Die Ukraine braucht unsere Unterstützung. Sie soll und sie wird diesen Krieg gewinnen. Dieser Krieg darf nicht eingefroren werden. Er muss einem dauerhaften Frieden weichen. Diesen Frieden kann es nur mit einem Russland geben, das in diesem Krieg besiegt worden ist. Putin und seine Schergen müssen bangen, welche Brücke ihrer Nachschubwege als nächstes gesprengt wird, welches Schiff der Schwarzmeerflotte als nächstes versenkt wird und welche Ölraffinerie in Russland als nächste in Flammen aufgeht. Slava Ukraini. Also wirklich. Susanne Henning-Welsow, ehemalige Parteivorsitzende der Linken. Wenn ich in der Ukraine das Recht zubillige, sich gegen den Aggressor zu verteidigen, dann muss ich ihr die nötigen Mittel geben. Boris Pistorius. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Waffenlobbyistin Strack-Zimmermann trägt ein T-Shirt mit der Botschaft Taurus für die Ukraine, zusammen bis zum Sieg. Da bin ich froh, dass sie nicht Endsieg gesagt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Roderich Kiesewetter, CDU. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Selbst wenn die Ukraine Nord Stream zerstört haben sollte, ist das in unserem Interesse. Was in seinem Kopf vorgeht, weiß ich auch nicht richtig. Manuela Schwesig, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Annalena Baerbock, deswegen darf die Ukraine auf keinen Fall verlieren. Das heißt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Friedrich Merz, dazu gehört auch eine konsequente Unterstützung mit all den Waffen, die es zum Sieg über Russland braucht. CDU, CSU, Bundestagsfraktion. In dieser Situation ruft die CDU, CSU-Fraktion eindringlich dazu auf, die Ukraine weiterhin zu unterstützen und ihr zu einem Sieg gegen Russland zu verhelfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen persönlich hier, meine Fraktion und ich, eine gut ausgestattete, verteidigungsfähige Bundeswehr. Was wir nicht wollen, ist amerikanisches Kriegsgerät oder amerikanische Soldaten auf deutschem Boden. Wir wollen auch keine amerikanischen Drohnen aus Rammstein gesteuert oder amerikanische Raketen in unserer Heimat. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine vernünftige Bundeswehr haben und uns selber verteidigen können. Das ist das Ziel, was wir haben. Und wir werden den Weltfriedenstag am 1. September durch die Wahlen in Thüringen und Sachsen zum Teiltag für die Altparteien machen und somit auch zur Abrechnung gegen diese ganze Kriegshetze. Wer Krieg will, liefert Waffen, wer Frieden will, schickt Diplomaten. Und Sie alle hier wollen Waffen liefern, so sieht's leider aus. Haben wir ja eben gehört an den Zitaten. Und als nächstes liefern Sie dann wohl unsere Kinder an die Front. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, unsere Kinder kriegen Sie nicht. Niemals. Nie wieder Regierungsstürze wie im Jahr 53 durch britische und amerikanische Geheimdienste im Iran. Nie wieder Sturzversuche wie 1961 in Kuba mit Exilkubanern durch die USA. Nie wieder Angriffe wie auf Vietnam 1964 mit 3 Millionen Toten. Glatte Angriffskriege geführt mit schwerster Kriegstechnik bis hin zum Napalm-Einsatz. Nie wieder illegale Angriffskriege wie 1981 in Nicaragua, wo man Kontrarebellen bewaffnet hat. Nie wieder Kriegseinsätze ohne UN-Sicherheitsmandat, wie im Irak 2003,
wo man die ganze Welt belogen und an der Nase herumgeführt hat, weil man behauptete, es gebe dort Massenvernichtungswaffen. Nie wieder völkerrechtswidrige Bombardierung wie in Serbien 1999 oder den Sturz in Libyen 2011 oder den Krieg im Jemen ab 2015 oder mit Syrien seit 2011. Nie wieder ist jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da hat es auch nicht eine einzige Sanktion gegen die USA, Frankreich oder Großbritannien gegeben. Das ist der Unterschied, so zweigleisig wie Sie es hier betreiben. Und da muss man auch mal drüber sprechen. Nie wieder Politiker wie Nancy Faeser oder Hubertus Heil, die bei einem Besuch in Kiew mit Vitali Klitschko auf dem Balkon Shampoo schlürfen, währenddessen in der Ukraine ukrainische und russische Söhne ihr Leben verlieren. Wir müssen unser Land entnazifizieren und enthubertisieren, denn solche empathielosen Politiker sind eine Schande für dieses Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und für die Demokratie und für die Diplomatie. Es wird Zeit, dass die Wähler Nancy Faeser aus ihrem Kompakt-Büromöbel abholen und Bringeservice-Ministerium entfernen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zwar ganz demokratisch. Der Ukraine-Krieg seit Februar 22 ist nur der bisherige Höhepunkt des bereits länger anhaltenden Ukraine-Konflikts, in dem USA und Russland konfrontiert sind. Der USA-geführte Westen will die Ukraine aus der russischen Einflusssphäre heraustrennen und in die westliche einbinden. Im Januar 94 verabschiedet der US-Senat eine Resolution zur Osterweiterung der NATO. Im April erfolgt dazu der Kongressbeschluss. 1999 treten Polen, Ungarn, Tschechei in die NATO ein. Seit 2002 beim NATO-Gipfel in Prag versuchen die USA im Zwei-Jahresturnus die NATO-Staaten vergeblich zur Zustimmung zum Membership Action Plan für die Ukraine und Georgien zu drängen. Noch 2008 auf dem Gipfel in Bukarest lehnen Sarkozy und Merkel ab. Die NATO-Aufnahme der Ukraine wird dennoch grundsätzlich festgelegt, nur der Zeitpunkt bleibt offen. Unter Missachtung dieser Weigerung, einstimmiger Beschluss wäre notwendig gewesen, wird faktisch die Ukraine in den Annual National Program seit 2002 auf NATO-Standard umgerüstet, wird dadurch zu einer Art irregulären Mitglied ohne eigenen Schutzstatus. Und es werden Antiballistiksysteme der NATO stationiert in Rumänien und Polen, vorgeblich zum Schutz vor dem Iran. Und im Jahr 2014 dann der Euromaidan mit US-Unterstützung seit dem Bürgerkrieg im Osten der Ukraine 13.000 Tote. Seit 2014 werden von der NATO jährlich 10.000 ukrainische Soldaten ausgebildet. Waffensysteme werden auf NATO-Standard umgerüstet. Gemeinsame Manöver finden statt. Im Donbass 13.000 Tote, davon 3.500 zivile Opfer. Zudem sind bis zu 30.000 Menschen dort verletzt worden. Wo war denn da eigentlich der Aufschrei von Ihnen allen hier? Da war das Schweigen im Walde und genau das ist die Doppelmoral, die hier Sie an den Tag legen, nach dem Motto, ukrainische Tote sind beklagenswert und Tote im Donbass kann man verkraften. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt Politiker, die das auch anders gesehen haben. Ich zitiere mal einen: Angesichts der Ukraine-Krise warne ich vor einem Krieg in Europa. Ein solcher Krieg würde heute wohl unweigerlich in einen Atomkrieg münden. Wenn angesichts dieser angeheizten Stimmung einer die Nerven verliert, werden wir die nächsten Jahre nicht überleben. Das neue Deutschland will sich überall einmischen. In Deutschland möchten anscheinend viele bei der neuen Teilung Europas mitmachen. Amerika und die NATO haben die europäische Sicherheitsstruktur durch die Erweiterung des westlichen Verteidigungsbündnisses zerstört. Kein Kreml-Chef kann so etwas ignorieren. Die Gedankenspiele des Westens, Putin zu stürzen, sind saudumm und höchst gefährlich. Vielen Dank für diese Worte und die Weitsicht und alles, was du für uns getan hast, lieber Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Und wer sich seine Beerdigung angeschaut hat und geschaut hat, wer da als Einziger da war, Viktor Orban, das ist wirklich auch ein Umgang mit dem Mann, den er nicht verdient hat. Ich sage Ihnen eines: Wir als Fraktion sagen, Angriffskriege, egal wo sie geschehen, die lehnen wir ab. Wir trauern um die Familien der gefallenen Soldaten und der zivilen Opfer beider Seiten. Unsere Landtagsfraktion fordert von beiden Seiten, die Kampfhandlungen einzustellen und eine diplomatische Lösung des Konflikts zu finden. Die temporäre Aufnahme von Flüchtlingen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Das heißt aber nicht, dass die Ukrainer hier Bürgergeld erhalten sollen. Schon gar nicht, wenn sich herausstellen sollte, dass die Ukraine im Gegenzug einen Terroreinschlag auf unsere Infrastruktur verübt hat. Muss man auch mal klar sagen. Wirtschaftssanktionen zum Schaden Deutschlands lehnen wir strikt ab. Einen Beitritt der Ukraine zur EU und zur NATO lehnen wir auch ab. Waffen in Krisengebiete
und Kriegsgebiete zu liefern, ist grundsätzlich abzulehnen, da dies zur Eskalation beiträgt. Wir fordern die politischen Parteien, alle gesellschaftlichen Kräfte und Medien auf, den zunehmenden Diskriminierung von russischsprachigen Mitbürgern in diesem Land entschieden entgegenzutreten, weil die haben das auch nicht verdient, die können da gar nichts dafür. Und ich bleibe dabei, wer Krieg will, liefert Waffen, wer Frieden will, schickt Diplomaten. Sie wollen Waffen schicken, deswegen sind wir die einzige echte Friedenspartei. Herzlichen Dank. Danke, dass du bis zum Ende dabei warst. Wir haben heute tief in die komplexe Weltpolitik und die umstrittene Rolle des Weltfriedenstags eingetaucht. Es ist beeindruckend zu sehen, wie verschiedene Perspektiven und historische Erfahrungen die aktuelle Debatte prägen. Wie Oliver Kirchner treffend sagte, wer Frieden will, schickt Diplomaten. Diese Botschaft erinnert uns daran, dass echte Friedensbemühungen über Waffenlieferungen hinausgehen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal und verpasse keine weiteren tiefgründigen Analysen und aktuellen Diskussionen. Hinterlasse uns einen Kommentar und teile deine Gedanken zu den Themen, die wir heute angesprochen haben. Ein großes Dankeschön an Oliver Kirchner für seinen Mut und seine klare Stimme in dieser wichtigen Debatte. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.